willkommen bei Arguably. Mein Name ist Maria Salmassi. Heute haben wir eine sehr spezielle Folge, eine spontane Folge. Bei mir zu Gast Shahzad Habil Bagheri, eine Deutsch-Iranerin, eine Unternehmerin und Mitleidende. Ja, Das war Bürgerin. ja, genau, eine besorgte Bürgerin, so wie ich. Wir waren gestern auf einer Veranstaltung bei Konstantin Schreiber und haben spontan beschlossen, unsere Eindrücke zu besprechen und einzuordnen. Es war wirklich eindrucksvoll. Es war eindrucksvoll. Es war eigentlich auch irgendwo die Bestätigung von all dem, was wir erfahren haben die letzten Monate, nur auf einem, also von einer Person vor allem auch, der dort mitbeteiligt war, wo wir das so in dem Ausmaß nicht erwartet haben. Und ich glaube, das hat wirklich das ganze Publikum schockiert. Ja, das hat man ja gehört. Und ja. Um die Zuschauer mal abzuholen, die wissen ja gar nicht, wovon wir sprechen. Das stimmt. Also, es geht um eine Veranstaltung mit Konstantin Schreiber und den Gästen Christoph Heusgen, Ahmad Mansour, Goline Atai und Bamdad Esmailian. Beide sind ja Fernsehjournalisten. Ahmad Mansour kennt ja jeder, Islamismusexperte, Psychologe und auch eine sehr starke, mutige Stimme gegen Islamismus, Radikalisierung und vor allem Antisemitismus. Und ich fand das wirklich toll. Ich fand die Gästezusammenstellung eigentlich super. Genau, dass Konstantin eine so interessante Runde eingeladen hat. Sehr mutig auch, ne? Sehr mutig und sich so für das Thema auch interessiert. Sehr, ja. Das liegt ihm ja wirklich am Herzen, das hat man gemerkt und gehört. Und hat er auch immer wieder betont. Genau. Und gut, Goline und Bamdad, die sind ja Experten. Auch Iraner, die das Ganze einfach aus einem aus dem Volk heraus einfach auch ganz viel sehen und mitbekommen. Also sie sind nicht nur Experten und nur Journalisten, sondern da steckt halt wirklich auch sehr viel mehr dahinter. Und solche Gäste dabei zu haben, die einfach so diese Wahrhaftigkeit auch dem Thema geben, das finde ich auch sehr wichtig. Und Herr Heusgen hatte ich hier und da mal, kannte ich aus der Presse und mehr nicht. Ich habe mich nicht wirklich mit seiner Person groß befasst gehabt. Jetzt habe ich das ein wenig mehr und es ist schockierend, was für eine Weltansicht er auf das Thema hat. Absolut. Und zum Herrn Heusgen wollte ich jetzt kommen. Den haben wir ja gar nicht vorgestellt. Herr Heusgen, Herr Heusgen war jahrelang, ich glaube von 2005 bis 2017, war er außenpolitischer Berater von Frau Merkel. Ja. Und es war für uns schockierend, weil er in diese Position eine Person, und wenn man sich seine Biografie anguckt, der ist ja hochdekoriert, sehr gebildet. Und man würde schon erwarten, dass er den Nahen Osten etwas anders einordnen könnte. Da kommt die Personalerin aus mir raus, die jahrelang rekrutiert hat und einfach ganz klar weiß, dass jetzt ein Abschluss oder der wunderschöne Lebenslauf einfach tatsächlich nicht genug Kompetenz zeigt, sondern am Ende kommt es dann wirklich darauf an, was für eine Erfahrung man mitbringt. Er war ja auch nicht in Iran, ne? Der Konstantin hat ihn ja gefragt, waren Sie schon mal in Iran? War er nicht, hat Propaganda nachgebetet. Ja, und ich frage mich, ob diese ganzen Narrative bewusst sind oder ob es ihm unbewusst ist. Das habe ich mich gestern wirklich immer wieder gefragt. Alle haben sich das gefragt, weil das waren ja wirklich weil ich konnte mir die Konstellation einfach nicht vorstellen, dass jemand in solchen Positionen, ich meine, der war außenpolitischer Berater von Frau Merkel, Frau Merkel, dann bei der UNO der Botschafter und dann eben auch Chef des Sicherheitskonferenz. Ja. Also allein schon. Aber während er ja Chef des Sicherheitskonferenz war, wurde ja Reza Pahlavi ausgeladen und sobald er weg war, war ja... Ja, jetzt dieses Jahr war ja Reza Pahlavi dabei. War dabei, als er dann nicht mehr da war. Das ist schon herausstechend. Ja. Uns geht es auch gar nicht darum, jetzt heute jemanden loszustellen, sondern es geht einfach um ganz realistische Einordnung der Dinge, die wir halt erfahren und festgestellt haben, dass das über die Jahre
Vor allem muss man das auch offen besprechen, weil diese Dinge werden viel zu selten besprochen und diese Menschen, die in solchen Verantwortungen jahrelang waren oder immer noch sind, schlawinern sich durch. Falschbehauptung, was super schockierend war, weil ich meine, meiner Meinung nach muss man in diesem Land gewesen sein, um wirklich beraten zu können. Ja. Zumindest ein paar Jahre und auch sich wirklich ganz intensiv mit der Geschichte befasst haben. Und die Dinge, die Herr Heusgen gestern von sich gegeben hat über die Geschichte Iran, da hat man einfach gemerkt, er hat ab einer bestimmten Zeit aufgehört, Geschichtsbücher über Iran zu lesen. Dabei war er ja von 2005 bis 2017 so intensiv dabei. Also er müsste eigentlich er hat ja erzählt, der war ja auch Lektüre müsste aus mindestens in der Woche ein Buch über das Land und über die Geschichte auch sein, weil gerade er war ja maßgeblich an JCPOA-Verhandlungen und so weiter beteiligt. Nicht nur die politische Bildung, sondern vor allem die historische Bildung, die kulturelle Bildung hat gefehlt. Auch ein Stück weit, würde ich sagen, theologische Bildung über die Region, was ja sehr, sehr wichtig ist, weil die Theologie dort eine ganz, ganz große Rolle spielt. Dass auch dieses Regime auf Morden überlebt, dass das überhaupt nicht wahrgenommen wird. Genau. Das ist auch, also irgendwo waren ja viele auch gestern sehr emotional aufgebracht, weil einfach weil die es geht Sachen, um Menschen, es geht nicht nur um Geschäfte und es geht auch nicht um irgendeinen Atomvertrag und es geht auch, also genau, darum sowieso nicht, aber ich glaube, was alle ziemlich aufbrachte, das war ab dem Punkt, wo er Vergleiche zog, also wirklich hanebüchene Vergleiche, den Schah mit der Islamischen Republik zu vergleichen. Ja. Also jetzt kommen wir mal zu den Falschbehauptungen, um die mal einzuordnen für die Zuschauer, damit die wissen, wovon wir überhaupt sprechen. Ja? Also er behauptet, der Schah wäre genauso schlimm wie die Mullahs. In der ganzen Laufbahn des Schahs, trotz der ganzen Propaganda der Islamischen Republik und MAC, also die Volksmudjahedin um Maryam Rajavi, eine kommunistisch, stalinistisch, islamistische Sekte. Das Narrativ war ja, dass der Schah Tausende umgebracht hat und dass sein Savak-Geheimdienst Menschen gefoltert hat, in Kerkern und verschwinden lassen hat. Ja. Und es ist ja rausgekommen, und zwar hat ja der Abbas Milani, richtig gestellt, das hat ja alles, das war ja Propaganda, das stimmte ja alles nicht. Absolut. Man kommt inzwischen auf eine Höchstzahl von 1500 Hinrichtungen während der gesamten Regierungszeit oder der Monarchie, der Pahlavis. Das ist ja auch der Grund, warum und wir reden hier von wir reden hier von fast 50 Jahren. In 50 Jahren 1500 Leute, und die Islamische Republik hat, ich erinnere daran, in 2 Tagen nur Minimum 30.000. Es gibt man spricht über 40.000, weil es gibt Zahlen, die sogar höher liegen. Ja. Und wir haben jetzt noch gar nicht über die Hinrichtungen, nämlich 80% der Hinrichtungen in 2025, der weltweiten Hinrichtungen, geht auf ihr Konto, die Islamische Republik. Ja. Wir reden hier von 2159 Personen, die hingerichtet wurden. Muss man sich diese Zahlen vorstellen und dann sich vorstellen, dass man in Berlin sitzt und dass so jemand wie Herrn Heusgen, der jahrelang diese Posten besetzt hat, immer noch darauf besteht, mit diesem Regime Deals diplomatisch, nicht mal, also das Wort Deal würde ich ja noch irgendwie akzeptieren, aber diplomatisch es ist wirklich so, als wenn jemand sagt, lasst uns doch mit Charles Manson, der wird bestimmt, wenn wir ihm was anbieten, aufhören. Vielleicht gibt er sich damit zufrieden, nur noch Mäuse zu ertränken und keine Frauen umzubringen. Ja. Das ist wirklich, also die Logik dahinter ist so absurd, als ob, wenn die Islamische Republik jetzt sagt, klar, wir unterschreiben. ändern jetzt mal unsere Strategie, die wir seit 47 Jahren und von der Stunde 1 eigentlich festgelegt haben. Wir ändern es. Die ändern wir jetzt mal, weil wir haben ja doch genug jetzt umgebracht und der Herr Heusgen hat ja auch auf Diplomatie bestanden. Es hat ja auch so viel bewirkt, weil die ganzen Jahre der Beratung und der ganze Umgang hat ja auch, also man sieht es ja an dem Land und die Zahlen und Daten und Fakten und Bilder.
die schrecklichen Bilder, die man sich von Januar nochmal anschauen sollte, man muss sich das ist auch ja der Beweis, dass das nichts gebracht hat. Natürlich nicht. Und man muss sich die Arroganz auf der Zunge zergehen lassen, dass jemand glaubt, dass er imstande ist, eine eschatologische, völlig radikale, faschistische, islamistische Todessekte, die nichts mehr sich herbeisehnt als Chaos und Weltuntergang, damit ihr 12. Imam Mahdi erscheint und die islamische Endzeit kommt und dann die Utopie starten kann. Also es ist absurd, was Vielleicht diese mal Leute... für heute mal ein Beispiel. Ich habe den Namen der Person leider gerade nicht, weil es sind einfach zu viele Namen der letzten Monate. Ja. Eine Frau, die ein Grab ihrer Eltern besuchen wollte mit ihrem 5-jährigen Kind, ist aufgrund ihres Kopftuchs, weil sie es nicht richtig getragen hat, erschossen worden gestern und ist tot. Ja. Und da muss man sich vorstellen, mit so einem Regime besteht Herr Heusgen heute, also gestern, in Berlin, darauf noch Diplomatie zu betreiben. Aber, und im gleichen Zug, und da komme ich zum alten weißen Mann einfach auch mal als Frau, man sollte unbedingt den armen, wortwörtlich, den armen Iranerinnen helfen. Wir brauchen diese Hilfe nicht. Nicht von ihm. Das ist keine Hilfe. Nee. Und wenn man sich besser fühlt als Mann vielleicht, dass man armen Frauen hilft, die hilflos sind. Es mag sein, dass es ihm ein gutes Gefühl vermittelt. Aber das, was die Iranerinnen, und das beweisen die tagtäglich im Iran und im Ausland, laut genug, mutig genug, dass sie diese Hilfe nicht haben möchten. Sie möchten ein freies Land, sie möchten ihre Heimat zurück. Genau. Und möchten einfach eine gute Zukunft für ihre Mitbürger. Natürlich. Und das ist ja das, was ich immer wieder als Rassismus der niedrigen Erwartungen bezeichnet habe. Und das sieht man, also Herr Heusgen ist wirklich ein Paradebeispiel dessen. Das war schockierend. Das war schockierend. So Sein Rassismus war schockierend und dabei hält er sich für einen moralisch überlegenen Menschen, der dort sitzt und für Frieden und für Diplomatie plädiert. Das Beispiel, er hat ja dann als Beispiel die Bombardements, die aktuellen genannt und dann den roten Hering in den Raum geworfen, nämlich er hat ja mehrere rote Heringe und Strohmänner in den Raum geworfen, aber dann sagte er ja, dass die 30.000 Iraner nur gestorben sind, weil Trump, der böse Trump, daran schuld ist. Er kommt aber nicht auf die Idee, dass die JCPOA-Versuche, die gescheiterten, also dieser gescheiterte Deal, diese unglaublich schlechte Idee, dass das vielleicht dazu geführt hat, dass diese 30.000 Menschen inzwischen tot sind und dass vielleicht auch 500.000 Menschen in Syrien durch ihre Proxys gestorben sind, dass Jemen brennt, dass der 7. Oktober geschehen ist, nachdem die Assets, diese islamistischen Mafia dann von Biden wieder freigegeben wurde und so weiter. Da muss man auch eine Sache vielleicht mal, weil ich bin ja keine Politikwissenschaftlerin, ich bin auch keine Politikerin und ich glaube, noch nie war ich so viel aktiv wie die letzten Monate, aber auch, weil ich gemerkt habe, dass wirklich Aufklärung und Gespräche notwendig sind und wir irgendwo versucht haben, die Stimme dieser Menschen einfach weiterzutragen. Da habe ich eins wirklich ganz klar auch gemerkt, dass es wurde überhaupt nicht verstanden, was da im Iran passiert ist, weil der 8. und 9. Januar waren die 2 Tage, wo so gemordet wurde. Aber es war ja von Anfang Januar waren die Proteste. Ja. Und die sind ja losgestartet. Und diese 2 Abende, dass die Menschen rausgegangen sind, die Menschen protestieren seit Jahren und die wissen, was sie tun. Es gab Zetteln, Briefe, die gefunden worden sind mit Abschiedserklärungen. Also jeder im Iran. Und ich habe es auch am eigenen Leib erfahren. Aber das kann er sich nicht vorstellen, weil er viel zu privilegiert ist. Der kann sich nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die sich so nach Freiheit sehnen, die so leid sind, diese Hölle zu erleben, Tag für Tag, ohne Zukunft, Aussicht auf Zukunft, verarmt, in einem Leben eingeschlossen, was sie sich nicht ausgesucht haben, wo sie überhaupt keinen Ausweg mehr sehen. Und
fast jeder in Iran hat Familienangehörige verloren, ihre Liebsten verloren. Und das kann er sich nicht vorstellen, dass Menschen so weit sind, dass sie sagen, es ist mir egal, jetzt entweder oder. Ja. Also dann will ich gar nicht mehr. Es ist auch immer wieder in Bezug auf den Krieg. Aber der Vergleich, der dann hat er ja auch, arabische Gesellschaften, weil Islam ist ja eine arabische Kultur. Mhm. Aber es ist uns ja aufgezwungen worden, den Iranern. Richtig. Wir sehen es ja gar nicht. Es ist ja quasi Alien für uns. Ja. Sogar obwohl wir es seit Jahrhunderten auch leben in Iran. Man lebt ja im Iran auch in zwei Welten. Es gibt einmal die Außenwelt, die von der Regierung vorgeschrieben ist, und dann gibt es die Welt, die eigentliche, die in den Häusern stattfindet und hinter verschlossene Türen für die Menschen. Damit, ich glaube, nur so konnte sich dieses Volk auch über die Jahre übers Wasser halten, sage ich. Ja. Dass man für sich zu Hause versucht hat, also auch dort wird natürlich eingegriffen, alleine schon der Mann, der umgebracht worden ist oder erhängt wegen Starlink-Besitz. Ja? Also das muss man sich wegen Starlink, das muss man auch erstmal verstehen, mit welch ein Regime Herr Heusgen immer noch verhandeln möchte. Ja, das ist total unmoralisch. Bis vor Januar hätte ich noch selber, wäre ich viel toleranter gegenüber jedem deutschen Politiker, der noch nie im Iran gewesen ist. Also nicht gegenüber so jemand, der so viele Jahre berät, aber jeder, der vielleicht noch nie da gewesen ist und vielleicht mal eine kleine Expertenrunde mal macht. Aber mit so einem Regime und mit diesem, das ist die Basis des Regimes ist Morden. Ja. Und das hat Herr Heusgen nicht verstanden. Null. Das kannst du vergessen. Auch die Uneinsichtigkeit war ja erschreckend. Und es ist ja nicht so, dass die Menschen es nicht versucht hätten mit dem Regime. Also nein, immer wieder. Gerade dieses Last Battle, wo die wirklich sagen, Pahlavi bar migarde. Und das hat ja der Konstantin so schön gesagt. Genau. Weil als er dann wieder mit einem roten Hering kam, nämlich Nordkorea, dann sagte der Konstantin zu ihm, hören Sie, Herr Heusgen, in Nordkorea gab es auch keine Proteste bisher. Ja, genau. Also wir mussten da es ging um Iran, endlich mal in einer Sendung, wo wir sagen, okay, super, darüber können wir jetzt endlich mal sprechen. Ja. Dann fing Herr Heusgen wirklich immer wieder von Nordkorea. Und wollte von uns eine Lösung haben, wie er doch bitte Nordkorea angreifen soll. Das und völlig verrückt. Ich habe auch überhaupt die Zusammenhänge irgendwie nicht mehr verstanden, wie er da drauf kommt und was das für. Also gleichzeitig denke ich mir, er setzt selber das Regime mit Nordkorea gleich, dann irgendwie, das war irgendwie dann nur noch Zeitverschwendung. Und genau. Aber das sind ja diese Strohmänner. Genau. Weil der hatte ja keine Argumente. Der musste ja ständig ablenken. Ich mache auch Fehler und es ist Gott sei Dank machen wir Fehler, weil nur so lernen wir auch richtig. Nur so arrogant dazusitzen und nicht mal eine Diskussionsrunde, nicht mal da einzusteigen und nachzufragen, damit er aus dieser Runde für sich was mitnimmt. Nicht mal das hat stattgefunden. Also egal, wie sehr man kritisiert wird, klar, es tut weh, es ist hart, aber man kann sich das ja auch was mitnehmen, auch wenn er, wie er immer so stolz gesagt hat, dass er schon über 70 ist und schon alles erlebt hat. Ich glaube, nein, das war umso erschreckender. 10-jähriges Kind würde im Iran heute bessere politische Entscheidungen fällen, als Herr Heusgen das über die Jahre gemacht hat. Wenn jemand seine ganze Karriere auf eine bestimmte Annahme und ein bestimmtes politisches Konzept irgendwie stützt und seine Persona, sage ich mal, darauf aufgebaut hat, als Experte, dann ist es wahnsinnig schwierig für diese Person, dann auch Fehler einzugestehen. Und das hat man gemerkt. Der hat sich ja gewunden und gedreht, aalglatt. Und es war schon echt manipulativ anmutend aus meiner Sicht. Ja. Weil er auch nicht auf die Argumente von Goliny oder Goliny hat das ja wirklich mit Daten und Fakten auch belegt und auch ist der null drauf eingegangen. Gar nicht. Und da kommen wir jetzt zum Kernproblem. Das Problem ist, dass nicht nur in Ministerien oder im höchsten Echelon der Regierungen hier in Europa, sondern auch auf Landesebenen und so weiter, diese Maschinenraummenschen überall sitzen und Entscheidungen maßgeblich beeinflussen.
Politiker beraten. Und ich frage mich an diesem Punkt, und das ist etwas, was wir als Gesellschaft wirklich jetzt offen und brutal und wirklich mit brutaler Offenheit, meine ich, diskutieren müssen. Ja. Was wir hier sehen mit Herrn Heusgen, ist ja ein europäisches Problem. Ja. Die beeinflussen die Welt, die beeinflussen unsere Realität maßgeblich, die beeinflussen, wie viele Menschen leben und sterben, schlussendlich. Und die beeinflussen es auf allen Ebenen, auch wirtschaftlich, weil ein freier Iran, was das wirtschaftlich für Deutschland bedeuten würde, dass das unterschätzt wird. Also Herr Heusgen hat ja selber gestern gesagt, mit was für einem Bedauern er den Banken und mit Unternehmen mitteilen musste, damals als die Sanktionen erhängt wurden gegen den Iran. Und da frage ich mich, okay, heute haben wir eine Chance, einen freien Iran zu haben. Wir können das mit unterstützen. Es ist nicht nur eine gute Menschenrechtssituation, was wir herstellen können. Die Gefahren in Europa sind damit deutlich gemindert. Und wirtschaftlich, was das bedeutet. Und dass jemand wie Herr Heusgen nicht einmal die wirtschaftliche Perspektive der ganzen Sache betrachtet. Ja, aber ich glaube, der betrachtet die wirtschaftliche Perspektive aus einem sehr, sehr engen Spektrum. Also eine freie Marktwirtschaft im Iran. Nein, aber es profitieren ja gewisse Leute bereits. Ja, und wir reden ja über eine Sanktionsökonomie. Ja. Und diese Sanktionsökonomie ist ja wahnsinnig lukrativ für viele. Ja. Und da muss man, ich unterstelle ihm ja nichts, aber da muss man, es ist ja eine berechtigte Frage, aus welcher Perspektive wird da die Wirtschaftlichkeit beurteilt? Ja, vor allem die Einladung an ihm, woher kommt diese einseitige Perspektive? Weil ja, vor allem auch, weißt du, wer am allermeisten von den Sanktionen, diese sogenannte Diplomatie profitiert, das islamische Regime. Ja, was auch interessant war, er meinte ja, der hätte Masih Alinejad würde er sehr gut kennen. Und er hat ihr überall die Türen geöffnet und sie durfte dann überall hin und überall sprechen. Und damit hätte er ja schon verdammt viel für die iranischen Frauen getan. Und dass die Opposition ja super zerstritten ist, dass man da überhaupt gar nicht mehr weiter weiß. Man hätte in München, die Münchner Polizei hätte total Angst, dass das dort eskaliert zum Zeitpunkt des Münchner Sicherheitskonferenz. Also zu dem Zeitpunkt war ich in München. Ich war auch auf dieser riesen Veranstaltung, wo die Polizeiautos voller Blumen waren. Und richtig. Und Manuel Ostermann hat ja darüber auch nochmal ein Video wirklich rausgegeben und wie viele Polizeibeamten sich bedankt haben. Es war eine Stimmung. Es war Gänsehaut pur, weil das hat, also in den Bahnen, überall saßen Iraner, alle haben sich unterhalten, alle waren voller Hoffnung. Und dann sitzt Herr Heusgen in Berlin jetzt nach so langer Zeit, wo wirklich genug Beweise vorliegen, wie friedlich das alles auch gelaufen ist, und erzählt was, dass die Opposition, ich frage mich, welche Opposition kennt er und mit welcher Opposition? Also er kennt scheinbar eine Opposition, die wir nicht kennen, weil die Iraner und das Volk im Iran, aber auch die letzten Monate so laut waren, die kennen nur eine einzige Opposition und das ist die Opposition von Pahlavi. Ja. Und dann frage ich mich, wen meint er? Es gibt noch eine, Mariam Rajavi, die ist ja sehr, sehr aktiv, auch in Amerika mit Mike Pompeo. Wenn er das als Opposition sieht, dann... Das glaube ich nämlich auch, weißt du? Meint er jetzt Mariam Rajavi und MAC, die Volksmujahedin? Oder weil die Masih Alinejad, bis vor kurzem noch auf der Liste standen? Genau. Ja. Und die Masih Alinejad, die ist ja eine Journalistin. Sie ist eine Journalistin, sie ist ja keine Opposition, sie ist eine Menschenrechtlerin und Journalistin. Die hat bestimmt auch viele gute Dinge gemacht. Sie hat wahnsinnig viel für die Frauen erreicht und da gibt es überhaupt nichts, aber sie ist keine Opposition. Sie sieht sich ja selber auch gar nicht als Opposition. Sie sagt ja selber, dass sie Journalistin ist und dass sie der Stimme der Frauen im Iran ist. Genau. Nur, wir haben nicht nur Frauen, wir haben auch Männer und wir haben auch ein Land und wir haben ein Volk, was einfach endlich Frieden und Ruhe und Freiheit möchte. Die sind für Freiheit auf die Straße gegangen. Die haben, und was ja auch oft behauptet wird in den Medien, ist, also wie viel Diffamierung stattfindet. Ja. Das geht alles auf das Konto eines Volkes, was bis gestern
88 Tage lang einfach kein Internet hatte. Ja. Und warum man jetzt gestern so entschieden hat und für wie lange dieses Internet frei ist und was dahinter steckt, wird man auch wahrscheinlich erst in einigen Wochen wissen. Jetzt müssen wir mal auf eine andere Lüge von Herrn Heusgen kommen, bevor wir abschweifen, und zwar Mossadegh. Ja, Also wirklich das ewige Narrativ von Mohammed Mossadegh. Erstens, er war nicht demokratisch gewählt, was die ja immer behaupten. Er war ein Premierminister und von Schah eingesetzt, weil in 1950 war Iran eine konstitutionelle Monarchie. Der Schah hat die Premierminister ernannt und hat die wieder abgesetzt. Punkt. Da gab es nicht demokratische Wahlen. So war das System einfach. Richtig. Und Mossadegh hatte die größte Unterstützung im kommunistischen Camp eigentlich und bei den Klerikern. Und die hat er auch später komplett verloren, als er das Land ruiniert hatte mit seiner er war ein Übernationalist. Er wird so als liberaler Demokrat dargestellt. Er war ein Übernationalist, der mit den Mullahs gemeinsame Sache gemacht hat, und zwar sehr pragmatisch, und mit den Kommunisten, der Tudeh-Party. Ja. Und die Tudeh-Partei, wissen wir, es waren Stalinisten. Ja. Aber so wie Herr Heusgen eigentlich von ihm geschwärmt hat, könnte man ja fast sagen, dass das fast schon das Vorbild für die Region, für Herr Heusgen ist, um Politik dort zu betreiben. Weil es war absurd, was der da erzählt hat. Und Mossadegh hat eine Hyperinflation und so weiter, sodass die Kleriker die Mullahs sich gegen ihn gewendet haben. Nicht nur die Landbesitzer und die Monarchisten, sondern im Grunde genommen alle. Keiner mehr wollte ihn haben. Dann hat er das Parlament abgesetzt, um per Dekret zu regieren. So viel zum Liberalismus von Mossadegh. Und alle waren heilfroh, als er weg war, der opiumsüchtige Despot. Also MAC, wissen wir, die Mariam Rajavi veranstaltet ja jedes Jahr zu seinem Todestag mit riesigen Bildern von Mossadegh und so weiter und ihre Sekte, alle schön aufgereiht mit ihren roten Kopftüchern und hast du nicht gesehen. Irgendwo ich glaube, es ist in Albanien, haben sie ihre Camps hier in Europa, wie nennen die sich jetzt? Die heißen gar nicht mehr Volksmujahedin, die hat ja den Namen die heißen marketingtechnisch aufgehübscht. Ja, die haben sich marketingtechnisch richtig aufgehübscht. Das war ja kurz bevor die Sanktionen ja dann auch gegen sie, oder sie wurde ja von der Terroristenliste runtergenommen. Um es jetzt mal abzuschließen, das ist Mossadegh. Es war ja ein Narrativ, das ja von der islamischen Regierung und von der Volksmujahedin in Umlauf gebracht wurde. Und der plappert das nach. Ich halte ja jetzt nicht viel von Wikipedia-Artikeln, aber sogar da ist es schön aufgelistet, was der da angerichtet hat in Iran und wie er per Dekret regieren wollte und so weiter. Das ist ja alles da drin. Also wenn er sich die Mühe machen würde, einmal zu googeln, weiß er ja, wer Mossadegh war. Er hat irgendwann vor Ewigkeiten ein bisschen was darüber, wirklich irgendwas überflogen und aber er hat eine Agenda und ehrlicherweise hat nicht den Mut, ganz klar zu sagen, das ist meine Agenda, ich möchte das. Ich finde es total auffällig und bemerkenswert, dass er die ganze Zeit MAC-Talking Points wiederholt. Auch Mike Pompeo oder Rudy Giuliani in Amerika, die sich auch ehrlicherweise mit Mariam Rajavi auch immer ganz offen zeigen, ja, die sagen ja die gleichen Sachen. Ja, vielleicht denken sie ja, dass die iranischen Frauen damit helfen. Manchmal habe ich echt das Gefühl mittlerweile, dass die Frauendebatte und wir sind Frauen, natürlich supporten wir uns und natürlich sollten wir uns gegenseitig stärken und allem. Aber man braucht doch Mariam Rajavi nur einmal zu googeln. Klar. Du siehst doch, sie war eine Terroristin, sie sitzt da mit Saddam Hussein und mit ihrem Ex-Mann und so weiter und so fort. Also man weiß doch die Dinge. Ja. Und auch, dass ihr Camp es gab doch mal eine Razzia in ihrem Camp in Albanien. Die haben ja Kinder und Eltern getrennt. Es gibt ja ganz viele Kinder, die heute darüber berichten. Genau. Und auch Kindersoldaten von ihr. Es gibt ja jede Menge
Anhänger oder aus den Mac-Familien, die auch heute hinter Pahlavi stehen und darüber berichten und ganz klar erzählen, was ihnen widerfahren ist. Und, ja, absolut. Ja, damit hat sich Herr Heusgen aber leider scheinbar nicht beschäftigt. Es waren einfach ein paar Ausrutscher zu viel. Ja, es waren nur Ausrutscher, ehrlicherweise. Ja. Ich habe da nichts rausgehört, was irgendwie also man hatte das Gefühl, ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen, weil so schlecht wie berichtet wurde die letzten Monate über Iran, kann ich verstehen, dass Herrn Heusgen vielleicht das ein oder andere entgangen ist, aber nicht in seiner Position. Eben, das wollte ich sagen. So. Jemand, der seit 2005 bis 2017 aktiv in Verhandlungen involviert war. Und also das ist schwer erträglich, aber auch schwer zu glauben, dass jemand so unwissend ist. Es ist erschreckend, ehrlicherweise. Ja, ich glaube es ihm nicht, wenn er sagt, er kümmert sich um Frauenrechte oder so. Ja, das ist auch nicht glaubwürdig, weil wenn du jetzt, 50 Frauen Asyl gewährst, die dann auch noch mit AfD und Co. in Deutschland bald zurechtkommen müssen, damit ist also niemand möchte seine Heimat verlassen. Das sollten deutsche Politiker verstehen. Niemand verlässt freiwillig seine Heimat. Na, Moment, das stimmt auch nicht, was du sagst. Außer du willst was erleben. Nee. Du möchtest auf Abenteuerreise gehen. Nein, du bist ja da sehr wohlwollend. Niemand möchte seine Heimat verlassen, es sei denn, du willst in eine andere Gesellschaft und deine Ideologie dort etablieren. Und das gibt es auch, also wie Islamisten das machen. Freiwillig oder aber mit einem Ziel. Genau. Richtig. Dieses Ziel kann natürlich sein, in San Francisco ein Tech-Startup zu gründen und Milliardär zu werden. Genau. Es kann aber auch Islamismus Europas sein. Genau. Es gibt Iraner, Deutsch-Iraner, weil so fließend Deutsch, wie sie sprechen, aus Deutschland, die in den letzten Monaten dahin gereist sind. Um Propaganda zu machen. Propaganda. Und die werden bezahlt. Und ich frage mich, bevor Herr Heusgen sich um Savak von Schah und Staatsschutz von damals kümmert, was A, Geschichte ist, B, falsch, ganz klar falsch dargelegt wird von ihm, sollte er sich mal eher um die Sicherheit Deutschlands kümmern als Chef der Sicherheitskonferenz. Vor allem, weißt du, wenn solche Leute wie er über Savak sprechen und über die Gefängnisse von Schah, ich frage mich, ob die wissen, wer in den Gefängnissen von Schah saß, unter anderem Khamenei, unter anderem Rafsanjani. Und so weiter. Wirklich die krassesten Meuchelmörder. Ich frage mich auch, ob er weiß, dass 2 Krankenschwestern, die den Menschen im Iran geholfen haben, die an den Protesten teilgenommen hatten, Gruppenvergewaltigungen stattfinden. Ich frage mich, ob er das heute weiß, ob er sich mit den Gefängniszuständen im Iran heute befasst hat. Nein, das glaube ich nicht. Aber der ist ja nicht der Einzige. Ne? Also wir sehen ja auch ein anderes Problem, was ich ja auch in der deutschen Politik immer wieder sehe. Du hattest es ja auch erwähnt. Das sind dann auch Iraner, die Politik auch inzwischen schon infiltriert haben, iranische Thinktanks, die politische Landschaft hier in Deutschland, nicht nur in Deutschland, in Amerika. In Amerika ist es NAIAC zum Beispiel, die infiltriert haben und dann auch sehr, entschlossen da lobbyieren. Ja. Du brauchst nur die Biografien mit dir mal anzuschauen, wer häufig in Doha gewesen ist. Ja. Ne? Du brauchst nur die Lebensläufe der Leute anzuschauen, die als Iran-Experten eingeladen werden. Wie oft sie in Katar waren. Hatten wir jetzt auf der Republika auch jemand gehabt, die dort war und über das Internet Iran berichtet hat. Wenn ich mir den Lebenslauf dieser Person anschaue, diese kritische Betrachtung, die brauchen wir hier. Und ich bin Iraner. Und also damit machen wir uns selber das Leben schwerer, so gesehen, weil auf uns wird auch kritisch geschaut. Aber dann soll es. Ja. Es soll auf uns kritisch geschaut werden, bitte. Aber sorgt dafür, dass diese Menschen aus den Systemen rausgehen. Und
es gibt diese zweite Generation Iraner mit den kommunistischen Eltern, die irgendwie nostalgisch noch an diese Idee so festhalten und völlig ignorieren, dass es genau ihre Eltern und die Generation ihrer Eltern waren, diese Linksextremen, die damals, es waren ja nicht mal Linke, das waren richtig waschechte Marxisten, die damals den Mullahs geholfen haben. Aber da habe ich eine Geschichte, das ist ganz witzig. Komischerweise schreiben mir auf Instagram immer wieder Link, also genau diese Kinder, die du beschreibst, die dann irgendwie sagen, ja, wir stehen auch hinter Pahlavi, wir können es aber nicht auf unsere Seite posten, weil dann werden wir total angegriffen von unseren Freunden. Und es gibt ja auch ganz viele Linke, die komplett hinter Pahlavis Weg und dem Volk im Iran, einfach darum geht es ja letztendlich, stehen, die sich nicht trauen, damit nach außen zu gehen, weil sie Angst haben, Freunde zu verlieren. Aber ich habe mir das ganz lange überlegt. Was? Also ich kann die Nachrichten zeigen. Absurd. Das ist total absurd. Gleichzeitig ist es vielleicht menschlich. Man hat halt Ängste und in der Gesellschaft. Und dann habe ich mir letztens man wird ja stigmatisiert. Sache, genau. Und da habe ich mir gedacht, okay, jahrelang hat dieses Kind ihren deutschen Freunden auch erklärt, meine Eltern sind damals vor dem Schah geflüchtet, dabei sind sie eigentlich von der islamischen Regime geflüchtet und sind nach Deutschland geflüchtet, weil der Schah dann so, also irgendwie ist diese Geschichtseinordnung auch bei denen im Kopf, aber auch nach außen hin nicht klar eingeordnet und dann auch wirklich sich dann diese Geschichte aufzuarbeiten, aber ehrlicherweise auch Traumatherapie. Wir sind alle nach den 2 Tagen im Januar traumatisiert. Mit all den Bildern und diese Gräueltaten, die wir gesehen haben. Alle Iraner sind traumatisiert. Völlig. Irgendwo. Wie traurig wir sind, dass wir aus unserer Trauer nicht mehr rauskommen. Und dann, wenn solche Kinder, die einfach teilweise kein Farsi können, das Land noch nie bereist haben, Genau. die nicht verstehen, was das Volk braucht und möchte. Das ist irgendwo auch für mich. Und ich bin ja keine Monarchistin, ich war ja nie politisch aktiv. Deshalb kann man mir keine Monarchistin-Etikett dranhängen. Aber ich stehe voll und ganz hinter dem Volk, schon immer. Und voll und ganz hinter Herr Pahlavi, weil er wurde gerufen, um die Übergangsregierung vor allem, der ist liberal. Der ist ein Grundliberaler. Und dann kommt natürlich meine eigene persönliche Empfinden. Wie beschäftige ich mich mit der Geschichte? Was lese ich? Es gibt kein Buch, auf Deutsch vor allem, wo Iran irgendwie dran stand, was ich nicht gelesen habe die letzten Jahre, auch kritische, weil ich einfach mehr lernen wollte und ich habe damit mich selbst therapiert. Das war für mich irgendwie okay, ich bin nicht im Iran, ich vermisse dieses Land, aber dann versuche ich wenigstens zu lernen, was ist passiert, wie können wir besser werden, was können wir lernen und klar, Menschen zu verstehen, Personalarbeit ist mein Job, es ist für mich immer die Frage, wie treffen Menschen ihre Entscheidungen. Na Moment, ich kann dir da mal meine Einordnung geben. Wenn du dir anguckst, die sind ja hier sozialisiert. Wir leben in einer Zweiter Weltkrieg-Gesellschaft, völlig schamgetrieben, wirklich, also buchstäblich. Eine Gesellschaft, die sich in Teilen, also die Linken sind ja mit Eltern, die noch einer antideutschen Generation noch angehört haben. Und dann gibt es diesen Überuniversalismus, sage ich jetzt mal, was ja auch von Frau Merkel ziemlich manifestiert wurde. Und was ich mit Überuniversalismus meine, ist, dass es besteht so eine Art Auffassung, dass ein nationales Bewusstsein grundsätzlich etwas Verächtliches und Schlimmes ist. Es führt zwangsläufig, endet das in Faschismus. Was völlig absurd ist. Daher kommt ja auch dieses Leugnen der judäochristlichen Wurzeln und so weiter und so fort, was für mich auch völlig absurd ist. Ich bin keine religiöse Person. Ich könnte, also von mir aus kann man alle Religionen abschaffen. Aber auf der anderen Seite verstehe ich aber auch die Notwendigkeit, weil also aus der judäochristlichen Tradition sind ja auch viele gute Sachen entstanden. Klar, Demokratie hat seine Wurzeln in griechische
Geschichte und so weiter, aber es wurde ja weiter entwickelt. Es hat ja eine Kontinuität in Christentum und in Judaismus ja auch gefunden, weil man sich für die europäische Geschichte schämt, sagen wir mal für die Sklaverei, was auch absurd ist, weil die arabische Sklaverei hat ja viel länger angedauert und dabei sind viel, viel mehr Menschen umgekommen, allein schon wegen der barbarischen Praxis der Kastration und so weiter, was die da mit den Afrikanern gemacht haben, steht in keinem Verhältnis zu denen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es gut war, was sie da, um Gottes Willen, aber darum geht es gar nicht. Aber man muss die Verhältnisse sich mal anschauen. Und das ist ja nicht alles. Die haben ja auch über 1 Million Europäer versklavt. Und das wird ja dann, wenn wir schon über Sklaverei, wenn wir schon irgendwie moralisch verurteilen wollen, dann müssen wir das auch gleichberechtigt tun, Genau. Da fehlt mir dann wirklich die Gleichberechtigung. Das Verhältnis muss einfach auch stimmen. Also, und das ist, wir messen aber mit zweierlei Maß. Genau. Das war schon immer so. Und die können jetzt nicht ankommen und sagen, ach, das, was da passiert, die Taliban, wie sie die Frauen behandeln oder was überhaupt grundsätzlich im Nahen Osten passiert, das machen halt die braunen Leute so. Das ist halt ihre Kultur. Das meine ich halt mit Rassismus der niedrigen Erwartungen. Das ist so eine neue Form. An den Satz denken von Herrn Heusgen gestern wirklich, wir müssen die iranischen Frauen retten. Die iranischen Frauen retten sich selbst. Das ist genau das. Das ist der falsche Weg, wie sie versuchen zu retten. Aber das ist genau das. Das ist genau dieses Virtue Signaling, was da aus diesem Wunsch kommt, sich diese Schuld zu entledigen. Aber so läuft es halt nun mal nicht. Man kann jetzt nicht sagen, relativieren, dass das, was dort passiert, nur weil die braun sind, und da wird immer noch versklavt, Also wenn du dir anguckst, wie viele Frauen aus Äthiopien und aus Jemen und so weiter, aus den Regionen und Sudan, Und sogar in Gaza hören wir darüber, wie Frauen sexuell missbraucht werden, wie ihre Not missbraucht wird von diesen Islamisten. Ist halt ihre Kultur, ne? In Bezug auf Gaza, hast du dich mal gefragt, warum es keine Gegen-Hamas-Demo gibt? Ja, genau. Ich bin ja im Iran aufgewachsen. Uns hat man aufgereiht jeden Morgen in der Schule und sagt bitte Tod dem Israel und USA, jeden Morgen. Und ich sitze heute hier. Da muss man sich einfach auch mal fragen, wo führt das hin, was solche islamistische Regierungen machen. Aber hier in Deutschland habe ich mich wirklich von der ersten Stunde angefragt und gegoogelt. Gegen Hamas-Demo. Die Menschen, die gegen die Regierung im Iran heute auf die Straße gehen und millionenfach gegangen sind die letzten Monate überall auf der Welt, die gehen gegen ein Terrorregime auf die Straße. Und ich frage mich, warum man hier nur pro-Palestine sagt, aber nicht gegen Hamas aufsteht. Diese Postkolonialisten oder diese Postimperialisten, die wollen ja im Grunde genommen auch ein Stück weit ideologische Reinheit bewahren. Und dazu gehört man ist ja kein Nestbeschmutzer. Weil die Judith Butler hat das ja gesagt. Sie erklärt die Hezbollah und die Hamas und Houthis, erklärt sie zu einer neuen Freiheitsfront, die Achse des Widerstands. Ich meine, das sind die Leute, die an den Universitäten unterrichten. Was erwarten wir denn dann, wie die Generationen, die dort indoktriniert werden, denken werden? Es wird auf jeden Fall, es kommen harte Zeiten auf uns zu. Auf jeden Fall. Ich frage mich, ob man das überhaupt noch aufhalten kann. Aber wenn man jetzt nichts dagegen unternimmt, vor allem aufklärt, tätig wird, auch in der Politik, dann kommen keine guten Zeiten auf uns zu. Wir können uns nicht diesen Akteuren einfach entledigen. So funktioniert ja auch keine Demokratie oder eine offene, liberale Gesellschaft. Was wir aber tun können, und dazu möchte ich die Leute wirklich ermutigen, ist, dass wir darüber aufklären und diese Dinge thematisieren und diese Akteure auch beim Namen nennen. Total. Das ist wichtig. Einfach offen auch kritisch zu denken und Mut. Und genau. Gestern, wo ich da saß und du hast mich ja erlebt, wie ich
innerlich am Kochen war und ruhig geblieben bin, bis wirklich der Faden riss. Dann der Faden riss und ich dann gesagt habe, ich bin, also das 5. Mal oder so Nordkorea, und habe ich gesagt, ich bin nicht hergefahren, um über Nordkorea zu sprechen. Ich möchte jetzt heute mal verdammt nochmal nur über das Land Iran sprechen, wofür ich hier bin. Diese Veranstaltung war ja über Iran. Da ist es ja natürlich ganz klar, dass wir dann auch nicht über seine roten Heringe sprechen möchten, sondern über alles wichtige Themen. Genau. Alles, worüber man sprechen soll. Ich möchte auch appellieren, die Menschen sollen sich lieber darauf konzentrieren, was totalitär und was offen, pluralistisch und liberal ist, anstatt sich auf so wirklich irreführende links und das ist links, das ist rechts. Das sagt gar nichts, das ist viel zu abstrakt. Und ganz wichtig, was ich auch unterschätzt habe, man muss mit aktiv werden, man muss in die Politik rein, man muss auch als Bürger, und da muss man sich verantwortlich fühlen. Die Bürgerlichen sind halt zu ruhig, das ist das Problem. Genau. Und die müssen jetzt mal aktiv werden. Es darf aber nicht, weil wir sehen, was passiert. Genau. Und immer nur zu erwarten, dass irgendwelche Leute irgendwas für einen erledigen. Und um es jetzt auch nochmal zu erklären, warum es so wichtig ist, dass man sich dafür interessiert, was dort passiert. Das, was dort passiert, hat wirklich gravierende Auswirkungen auf das Leben hier. Die ganzen Flüchtlingsströme, die wir gerade erleben, die auch dafür sorgen, dass eine Partei wie die AfD immer stärker wird oder eine Partei wie die Linke, also die Ränder, immer stärker werden, dass sich die Gesellschaft immer mehr polarisiert und so weiter. Das hat was damit zu tun. Kann, glaube ich, über das Thema stundenlang. Vor allem möchte man ja auch gerade Menschen wie Herrn Heusgen oder die so denken, dabei haben eigentlich in solchen Diskussionsrunden. Na Moment, der würde ja die ganze Zeit drüber sprechen. Das hat er ja mit Golline gemacht. Der hat ja nicht zugehört. Er hat ja ganz lautstark, hat er ja über sie drüber hinweg geredet. Das stimmt. Dabei hat sie das so schön und so. Und die hat ja so eine ruhige Art und kommt ja wirklich immer mit Daten und Fakten und es muss sich sicher sein, bis sie das ausspricht. Und er hat einfach drüber gesprochen. Völlige Ignoranz. Dabei saß eine iranische Frau vor ihm, genau, wo er mal was richtig Gutes tun kann. So viel zu seinem Respekt vor iranischen Frauen. Ja, das ist es. Aber es war wirklich, es war toll. Er hat sich selbst vorgeführt. Man kann jetzt das Ganze ja auch noch mal viel tiefer diskutieren. Das werden die Leute auch, weil das wird ja auch ausgestrahlt. Ich fand das super. Ja. Ich wusste es nicht. Ja, und das war eine brillante Entscheidung von Konstantin, diese Zusammenstellung zu bieten. Und es geht auch uns allen gar nicht darum, immer Recht zu haben. Aber es geht darum, die Wahrheit zu sagen. Die Wahrheit zu sagen. Und total. Aber auch, dass die gelebte Realität, die wir alle leben, die wir teilen, dass da nicht so ein Gaslighting, wie man so schön sagt. Wir sind nur gegaslight worden. Ja, also die letzten Monate. Ja, also wir haben ja alle und ich muss wirklich sagen, es haben sich alle versucht zusammenzuhalten. Wie oft wir, als die Leute rauskamen, wie oft man aufeinander zugegangen und meinte, ich bin sonst ein super ruhiger Mensch und bin ich ja auch. Aber ich frage mich, die waren Herr alle Heusgen, so verdammt nochmal, auch Sie? Nein, der hat uns ja gegaslightet, die ganze Zeit. Und die Iraner haben die Schnauze voll davon inzwischen. Ja. Und ich muss auch sagen, ich habe wirklich das Gefühl, dass das Einzige, was uns bleibt, um wirklich bei der Wahrheit zu bleiben, und mir geht es um nichts anderes, um bei der Wahrheit zu bleiben, bleibt uns nur noch X, Social Media und die Straßen. Ach, jetzt hast du aber mal was Interessantes. Damit können wir abschließen, angesprochen. Nämlich X wird ja auch von diesem Camp als eine rechtsradikale Plattform. Aber da ist einfach den ganzen Linksparteien die Argumente ausgegangen. Na Moment, das ist ja noch viel schlimmer. Viel schlimmer. Erstens wird ja pauschal jeder, der da drauf ist, als rechtsradikal beschimpft. Was aber auch noch völlig ignoriert wird, ist, würde X nicht existieren, wären diese ganzen Bilder aus dem Iran gar nicht hier angekommen. Total. Erstens durch Elon Musks Satelliten war das überhaupt nur möglich, dass irgendetwas rauskam aus dem Iran. Und zweitens wurden die Bilder auf seiner Plattform verbreitet. Da konnten wir das Ausmaß, diese Verbrechen sehen. Und die wollen diese Plattform abschaffen und regulieren. Das ist wirklich
aus meiner Sicht schon sehr bezeichnend. Ja, ich glaube, wir haben wichtigere Themen zu regulieren und eine Plattform, wo Menschen frei über ihre Gedanken sich austauschen und Meinungen und Informationsaustausch stattfindet. Das wäre fatal, wenn so etwas verboten wird. Wer in paternalistischen Strukturen denkt und meint alles oder Nanny, sich ein Nanny-State herbeiwünscht, möchte halt alles zu Tode regulieren. Wer einem widerspricht, den muss man sofort regulieren. Das geht ja nicht, wenn einem die Argumente fehlen. Ich finde, wir sollten auf jeden Fall mehr an die Menschen glauben. Wir sollten mehr Respekt vor ihrer Intelligenz haben und ihnen auch zutrauen, dass sie sich miteinander auseinandersetzen können. Ja, es ist eine Herausforderung, jetzt die sozialen Medien, es ist immer noch etwas Neues, AI kommt hinzu und so weiter. Aber ich glaube, anstatt zu regulieren und zu verdümmen, sollten wir mehr aufklären. Ja, absolut. Und mehr Mut haben, einfach auch wirklich aktiv zu werden, auch politisch und sich engagieren und das Land mit aufbauen, korrigieren, weitermachen. Und ich glaube, man darf das nicht so einfach hinnehmen, dass die Demokratie einfach so stehen bleibt. Ja. Die war ja nicht schon immer so. Wenn man sich die deutsche Geschichte schon alleine anschaut, muss man umso mehr heute daran arbeiten, dass das, was wir heute haben, nicht verloren geht oder in eine komplett falsche Richtung einschlägt. Ja. Und genauso muss man auch einfach. Die wissen ihre Freiheit nicht zu schätzen. Musstest du dich integrieren, als du nach Deutschland gekommen bist? Ich auch nicht. Komisch. Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Sehr seltsam, weil man lobt ja immer, ich weiß nicht, ob du diese Studie mitbekommen hast, relativ am Anfang, im Januar, Februar kam plötzlich eine Studie raus, die Iraner sind super gut in Jobs integriert, sogar die Frauen arbeiten, auch die iranischen Frauen arbeiten und war eine super Sache über uns, ja. Man wusste wahrscheinlich, die gehen jetzt ganz viel auf den Straßen, man wird sie hören. Und dann frage ich mich, okay, aber habt ihr mal verglichen? Und es ist überhaupt nicht wertend auf irgendeine Nation gemeint. Aber hätte ich integriert werden müssen? Natürlich nicht. Bei mir nicht, aber hätte ich etwas mitgebracht, wo ich in Deutschland, um die richtigen Werte zu bekommen, integriert werden müssen, wäre es völlig gescheitert, weil niemand in Deutschland hat sich um meine Integration gekümmert. Niemand. Ja. Wir haben nicht die passenden Systeme dafür. Wir haben nicht die passenden Menschen dafür. Wir machen viel zu wenig. Das ist ein Investment und nicht als Kostenpunkt zu sehen. Ja, das ist richtig. Aber also bei mir war das anders. Ich weiß nicht, wann du nach Deutschland kamst. Ich kam früher nach Deutschland. Ich kam 86. 10 Jahre 96, davor. Ja. Und wir sind ja bei der Familie Hirt, ich werde das nie vergessen, untergekommen. Wir haben in ihrem Haus, 2. Etage, es war so ein Zwei-Familienhaus, ne? Wir haben auf der 2. Etage gewohnt. Die Frau Hirt hat sich rührend, sie war eine waschechte Christin, hat sich um uns gekümmert. Und genau das Konzept brauchen wir. Sie hat mit uns Hausaufgaben gemacht, sie ist mit meinen Eltern zu allen Ämtern gegangen und so weiter. Ja, aber dazu brauchst du auch eine Gesellschaft, die so ist wie früher. Das meine ich ja. Das war ja dieses Christliche. Sie hat ja tatsächlich an die Nächstenliebe geglaubt. Sie ist regelmäßig in die Kirche gegangen. Sie hat sich für ihre Gemeinde eingesetzt und so weiter. Das fehlt. Das ist ja unsere Gesellschaft ist ja auch ein bisschen ausgehöhlt. Es ist ja alles sehr nihilistisch geworden und so weiter. Deswegen sage ich ja, ich bin zwar kein religiöser Mensch, aber ich bin auch kein Atheist. Ich bin kein Nihilist. Ich glaube an Gott. Ja. Ich glaube, dass jeder seinen Weg dazu finden sollte. Für mich ist Gott Liebe, etwas Gutes. Es ist das Leben. Es sind die Menschen. Es ist ein Hund, den ich sehe. Es ist eine wunderschöne Blume. Das ist für mich Gott. Ja. Und wenn wir wieder an die Schönheit des Lebens glauben, wenn wir wieder dazu finden und diesen Sinn in diese Kleinigkeiten im Leben selbst sehen. Einfach auch Hoffnung und Mut zu verbinden und zu agieren. Genau. Und nicht stehen zu bleiben. Und nicht so eine nihilistische, nach mir die Sinnflut. Ja. Einstellung, die sich wirklich tatsächlich auch durch leider soziale Medien auch etabliert hat. Alles ist ja davon abhängig, was bekomme ich für eine Reaktion. Ja, allein schon. Wie wirklich. Jeder sucht sich außerhalb von sich. Die ersten 30 Sekunden. Jetzt haben wir uns alles von der Brust geredet. Ja. Es gibt viel zu tun.
Das kann ich immer wieder nur zum Schluss sagen. Ich habe mich sehr gefreut. Ich mich auch. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast und wir wiederholen das bald wieder. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Und nochmal, wie Konstantin das auch zum Schluss gesagt hat, mal wieder, das Thema Iran wir müssen mehr aufklären. Wir müssen mehr aufklären, wir dürfen nicht wegschauen und wir müssen dranbleiben und agieren. Also es hilft nicht nur, Mitleid zu zeigen. Das ist nicht das, was das Volk im Iran möchte. Nee, wir möchten kein Mitleid. Wir möchten klare Haltung, Unterstützung, Mut klare für Haltung. ganz neue Wege und für Demokratie im Iran. Genau. Mit Reza Pahlavi, wie das Volk sich das wünscht. Genau. Vielen Dank.